Angela Merkel, Jahrgang 1954, Bundesministerin für Frauen und Jugend, CDU-Mitglied. Sie soll die Stellvertreterin als Nachfolgerin von Lothar de Maizière von Helmut Kohl, dem Bundesvorstand der Christlich-Demokratischen Union, werden. Sie ist die Hoffnung der CDU darauf, dass Ost und West innerhalb der CDU und nicht nur innerhalb der Partei schneller zusammenfinden, als es bisher der Fall ist. Sie ist aber auch durchaus für Überraschungen gut. In mancher Hinsicht ist sie sehr viel mehr eine eigenständige Ostdeutsche, als manche in Westdeutschland denken mögen. Zur Person Angela Merkel. Eine junge Frau von 37 Jahren, Angela Merkel, am 17. Juli 1954 geboren, noch keine 2 Jahre in der Politik, gerade etwas länger als 1 Jahr in der CDU. Aber seit Januar 1991 Bundesministerin für Frauen und Jugend und ausersehen, demnächst die Stellvertreterin Helmut Kohls im Parteivorsitz der Christlich-Demokratischen Union zu werden. Vor allen anderen Fragen, Frau Merkel, zunächst diese. Geht das nicht alles ein bisschen schnell für Sie? Haben Sie gelegentlich das beklemmende Gefühl, es geschehe etwas mit Ihnen, mehr als dass Sie selber etwas aus sich machen? Angela Merkel, derzeit mehr Objekt als Subjekt. Ich glaube, dass mein Lebensweg in den letzten 2 Jahren ja nicht untypisch ist und etwas zu tun hat mit dem, was in der DDR und nach der DDR passiert ist. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass man zum Objekt wird von Ereignissen und nicht mehr ganz Herr seiner eigenen Wünsche und seines eigenen Willens. Aber ich habe das Gefühl, dass meine inneren Mechanismen noch so weit intakt sind, dass sie mich dann einfach so ein bisschen in eine Ruhezone drängen, wenn es zu viel wird, und dann auch wieder Besinnungsphasen, wenn auch kurze, eintreten, sodass ich dann immer wieder glaube, einigermaßen festen Boden unter den Füßen zu haben. Und können Sie sagen, das ist die reine schiere Neugier, wie wirkt dieser Kontrollmechanismus, dieser Selbstkontrollmechanismus? Wann merken Sie, dass Sie das brauchen, und wie sieht dann eine solche Ruhepause aus? Die Ruhepause sieht so aus, dass ich einfach 1 oder 2 Tage nichts tue, was mit Politik zu tun hat. Das geht? Sondern, ja, das nehme ich mir, die Freiheit. Sondern dann gucke, dass ich spazieren gehe und ein bisschen nachdenke oder umgrabe oder einfach repetiere, was passiert ist. Halten Sie für möglich, dass, weil Ihnen das noch möglich ist, Sie noch keine ganz wichtigere Politikerin sind? Weil Lambsdorff oder Kohl oder ich weiß nicht wer, die werden sich jetzt beschweren, dass ich das sage, denn das ist ja ehrenrührig, wenn man keine Zeit hat, dass die vielleicht diese Zeit gar nicht finden, während Sie sie noch Also finden. Ich will sagen, der schlimmste Fall von Ausfall ist dann der starke Kopfschmerz. Aber ich weiß auch nicht, mir ist es eigentlich auch nicht so wichtig, eine wichtige Politikerin zu sein, sondern mir ist es wichtig, wenn ich politisch tätig bin, auch die Kraft zu haben, mit den Leuten zu sprechen und das, was ich tue, einigermaßen vollkommen oder mit voller Kraft zu tun. Und deshalb denke ich, ist dann ein ausgefallener Termin vielleicht besser als einer, den man nur halb anwesend wahrgenommen hat. Wenn man beobachtet, wie Sie sich als Politikerin öffentlich geben, dann kann man den Eindruck gewinnen, ich habe den Eindruck gewonnen, Ihre noch anhaltende Suche nach einem von Inhalten bestimmten eigenen Standort innerhalb Ihrer Partei sei verbunden mit der taktischen Begabung, sich klüglich zurückzuhalten und dem Ehrgeiz, funktionstüchtig zu sein. Geht eine solche Einschätzung von Ihnen ganz in die Irre? Worin können Sie zustimmen? Worin wollen Sie widersprechen? Also widersprechen tue ich mal in dem klüglich. Mit der Zurückhaltung, das hat wieder was mit dem festen Boden zu tun. Ich verhalte mich schon auf unbekanntem Terrain nicht erstmal so, dass ich alles, was mir von anderen Terrains bekannt ist, herausposaune, sondern dass ich versuche, eben Grund unter die Füße zu bekommen. Und das kann dann mit Zurückhaltung eine Weile lang zu tun haben. Außerdem gehöre ich vielleicht zu dem Menschentyp, der auch erstmal seine Umgebung einigermaßen genau beobachtet und versucht einzuschätzen. Und insofern gewisse Zurückhaltung. An bestimmten Stellen fange ich dann aber schon an, auch die Dinge von mir zu geben, die mir wichtig sind. Klüglich würde ich es nicht nennen, sondern ich würde einfach sagen, es ist für mich als Typ lebensnotwendig. Und der Ehrgeiz
mit der Funktionstüchtigkeit? Ja, ich weiß nicht, Ehrgeiz mit der Funktionstüchtigkeit. Ich habe übers Fernsehen und auch jetzt in den stürmischen Zeiten der Quasi-Revolution viele Leute erlebt, die vielleicht ihrer Funktion manchmal auch in ihrer Funktion überfordert waren. Und ich glaube, Funktionstüchtigkeit ist schon wichtig und lieber in einer Stufe tiefer oder ein bisschen weniger und funktionstüchtig als überstrapaziert und nicht funktionstüchtig. Und ich weiß nicht, ob das was mit Ehrgeiz zu tun hat. Ich will die Dinge, die ich mache, ordentlich machen. Das ist aber richtig. Wenn Sie das mit Ehrgeiz bezeichnen, dann haben Sie recht. Klingt schön. Sind Sie sich dessen bewusst, wenn etwas schön klingt? Nein, ich sage jetzt das, was ich wirklich meine. Ich komme aus einem naturwissenschaftlichen Beruf und dort war ganz klar, dass man irgendwas nur vernünftig und ordentlich machen kann und auf einer vernünftigen Grundlage. Und Alle werden Ihnen zustimmen. Alle werden Aber- sagen, die Angela Merkel ist prima. Nun geht es ja gar nicht so sehr um lieber eine Stufe tiefer, sondern bei Ihnen geht es ja, und so war ja schon die Eingangsfrage von mir gestimmt, um immer noch eine Stufe höher. Und jetzt geht es darum, die Stellvertreterin von Helmut Kohl im Vorsitz der stärksten Bonner Regierungspartei der CDU zu werden. Gleichzeitig, indem Sie bereit sind, sich aufstellen zu lassen und damit rechnen können, dass Sie gewählt werden, sagen Sie aber auch in unserem Interview hier, manches müssen Sie erst noch kennenlernen. ja. Jetzt sind wir wieder bei mehr Objekt als Subjekt. Wie verträgt sich das mit Ihrem Selbstwertgefühl? Mit meinem Selbstwertgefühl. Also mein Selbstwertgefühl sagt mir eben, dass ich nur so viel tun kann, wie ich schaffe. Warum lassen Sie sich darauf ein? Worauf? Auf den Auf Job ja, oder auf diese auf Position? diese Stellvertretung von Kohl im Parteivorsitz. Weil also ich will sagen, dass ich große Beklemmungen hatte, als ich die Sache auf mich zulaufen sah, aus verschiedenen Gründen. Und ein ganz wichtiger Grund ist der, dass ich zum Beispiel mich in der CDU noch nicht besonders gut auskenne, zumindest nicht in der westlichen CDU. Auf der anderen Seite ist eine Konstruktion gefunden worden nach der deutschen Einheit in der CDU, die bis zum nächsten Wahlparteitag so aufrechterhalten wird. Und ich denke, ich kann einen kleinen Beitrag dazu leisten, um zum, wie man heute so schön sagt, Zusammenwachsen von Ost- und West-CDU beizutragen. Ob das nun voll diese Funktion ausfüllt, darüber bin ich mir nicht im Klaren. Ich sehe große Gefahren von Scheitern auch darin, eigentlich fast noch mehr als im Ministeramt. Aber ich habe es deshalb gemacht, weil ich denke, es muss jemand unbedingt aus dem Osten machen. Und eine Frau und evangelisch. Nein, das glaube ich nicht, dass es eine Frau Aber machen muss. es ist Lothar de Maizière zweckmäßig, war keine es ist Frau. nützlich. Ja, das Wenn mit man der Frau, alles drei zusammenkriegen kann, Osten, Frau und evangelisch, dann Ja. ist das besser als Mann, Westler und katholisch. Gut, ich sage, das ist mir relativ egal, ob es mit der Frau nun gerade gut passt. Das ist sicherlich richtig. Aber wichtig ist, dass es jemand aus dem Osten macht. Und da habe ich nach längerer Überlegung, bin ich zu der Überzeugung oder zu der Meinung gekommen, dass ich es versuchen kann. Aber es ist in diesem Falle wirklich ein Versuch, ob man es ordentlich schaffen kann. Ein bisschen bin ich irritiert, aber das kann daran liegen, dass ich so viel älter bin als Sie. Ich bin wirklich ein bisschen irritiert, nicht überrascht, denn das, was Ihnen geschieht, ist parteienüblich. Aber dass es tatsächlich so ist, dass jemand auf einen solchen Posten gehievt wird, der von sich aus sagt, ich kenne mich noch gar nicht aus. Aber weil es dem Parteivorsitzenden der Partei, ich sage das völlig wertfrei, ich sage es nur voller Verwunderung, nützlich erscheint, macht man es. Das heißt, sehr scharf jetzt gesagt, unser System geht dahin, aus optischen und Imagegründen, sehr verkürzt und sehr scharf gesagt, auch jemanden auf einen Posten zu hieven, der von der Optik und vom Image her gut passt, von der Kompetenz her noch nicht passt.
Ja, das wird sich herausstellen, ob es von der Kompetenz passt oder nicht. Also ich meine, wir haben jetzt in allen Parteien schon an relativ herausragender Stelle Leute, die aus der ehemaligen DDR kommen, die Darum geht alle... es mir nicht. Es geht mir wirklich um die Erfahrung mit der CDU in Ihrem Falle. Es geht mir nicht um die Sache Ost oder West. Nee, ich sage, ich weiß nicht, ob zum Beispiel Herr Thierse mit der SPD West die Erfahrung mitbringt, die ihn zum stellvertretenden Parteivorsitzenden prädestiniert. Und genauso ist das bei mir. Es ist ein Risiko, aber es ist auch eine Chance, weil ich glaube, dass von bestimmten Lebensläufen, in denen Politiker zu größeren Politikern werden oder in bestimmte Funktionen kommen, ja ausreichend viele vorhanden sind. Und da kann man sich schon mal auch, sagen wir, aus der bewährten Welt des Westens ein kleines Abenteuer gestatten. Und Also großer Einspruch, Frau Merkel. Es ging mir nicht um Ost und West, sondern es ging mir wirklich um Lebenserfahrung, um Politikerfahrung im Westen oder im Osten. Aber wir haben es gehabt, der Punkt geht an Sie. Nur bei mir muss der Punkt bleiben, um die Frage Ost oder West geht es mir dabei nicht. Ich frage nicht, ob Sie für Bundeskanzler Kohl als Stellvertreterin im Parteivorsitz bequem sein werden. Ich frage, ob Aufmüpfigkeit als solche, ob Widerspruchsgeist und sei es als Beigabe von Jugendlichkeit nach Ihrer Selbsteinschätzung ein wichtiger oder ein geringerer Teil Ihres Wesens ist. Widerspruchsgeist ist, glaube ich, nicht der Hauptteil meines Wesens, aber mit zunehmendem Alter erlerne ich ihn besser. Ich habe da vielleicht einen gegenläufigen Lebenslauf. Ich war, glaube ich, mit 15 Jahren weniger zum Widerspruch fähig als heute. Aber ich halte ihn für außerordentlich wichtig in der Politik, die Und Sie lernen Fähigkeit ihn? zum Widerspruch. Sie lernen Ja, mal ein bisschen albern und überspitzt gesagt, es kann sein, in 5 Jahren sind Sie für Kohl nicht mehr so bequem wie jetzt. das kann man nicht ausschließen, das kann ich aber auch nicht voraussagen. Ich lerne nur auch aus selbstbewusstem Auftreten meiner Kollegen, dass Widerspruchsgeist unbedingt notwendig ist zum Überleben. Sie waren vom demokratischen Aufbruch kommend, dann zur CDU sich gesellend, eine enge Mitarbeiterin des letzten DDR-Staatssekretärs, Ministerpräsident de Maizière und seines Staatssekretärs Krause. Von Hause aus sind Sie promovierte Physikerin. Was hat Sie veranlasst, nach der Vereinigung in der Politik zu bleiben? Waren Sie besorgt, dass Sie in der DDR als Physikerin arbeitslos werden würden? Nein, ich war mir, das mag jetzt komisch klingen, eigentlich immer bewusst, dass ich nach einem möglichen Zusammenbruch der DDR oder im Umbruch, also sprich unter westlichen Verhältnissen, wahrscheinlich nicht in der Grundlagenforschung würde arbeiten können. Ich habe gerne Physik gemacht, aber ich habe nicht so gerne Physik gemacht, dass ich auf alle Beigaben des Lebens sonst noch verzichtet hätte. Und das muss man, wenn man in der Forschung ist, doch zu weiten Teilen tun. Bei meiner politischen Betätigung, das hätte aber genauso gut als Lehrerin oder in mehr Arbeit mit Menschen auf anderem Gebiet passieren können, macht es mir nichts aus, viele Stunden zu arbeiten und weil ich da ein gewisses Kommunikationsbedürfnis befriedigen kann. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich auf einem anderen Gebiet eine Arbeit gefunden hätte, wenn ich nicht politisch tätig wäre. Und ich bin auch der Meinung, wenn meine politische Tätigkeit abrupt enden würde, dass mir wieder was einfallen würde, was ich tun könnte. Sie sind 1954 in Hamburg geboren. Ihr Vater war evangelischer Theologe, Ihre Mutter Lehrerin. Noch in ihrem Geburtsjahr 1954 ging Ihr Vater mit seiner Familie als Pfarrer in die DDR, von woher er zum Studium nach Westdeutschland gekommen war. Sie sind mit 2 jüngeren Geschwistern in der brandenburgischen Kleinstadt Templin aufgewachsen. Wie hielt es Ihr Vater mit seiner Kirchenleitung und deren Bemühungen in den 70er Jahren, als Kirche im Sozialismus Freiräume zu gewinnen und zu sichern? Sofern ich das jetzt skizzieren kann, hat mein Vater sehr verschiedene Phasen in der DDR durchgemacht. Er war in den 60er Jahren jemand, der schon eine Kooperation irgendwo versucht hat mit dem Staat oder an eine gewisse Reformierbarkeit des Sozialismus glaubte. Und dann nach 68 eigentlich Einmarsch der Nach der SSR Tschechoslowakei, ja. bitter enttäuscht und hat dann immer gegen diese Formel Kirche im Sozialismus sich aufgelehnt, weil er der Meinung war, dass das, was in der DDR passierte, nicht Sozialismus war. Wofür eine gewisse Neigung zum Sozialismus spricht.
Das ist richtig und die würde ich ihm heute noch nicht absprechen. Jedenfalls zum Glauben an eine Gerechtere Welt? gerechtere will ich nicht sagen, an eine Welt, in der sowas wie Sozialismus wahr werden könnte. Sie brauchen das nicht? Ich brauche das nicht, nein. Ich habe da eine andere Anschauung dazu. Und er hat dann aber aus dieser großen Distanz und der Enttäuschung sich schon recht große Freiräume auch herausgenommen. Also Solschenizyn, Sacharow und all diese Dinge konnte er ja mit seinen Kirchenleuten gut verwenden und kennenlernen. Und das hat dann auch mein Leben geprägt. Sie hielten sich dem Regime fern, konnten aber das Abitur machen und Physik studieren. Nach dem Studium arbeiteten Sie im Zentralinstitut für physikalische Chemie an der Ostberliner Akademie der Wissenschaften. Mitglied waren Sie bei der FDJ, der Freien Deutschen Jugend, dem staatlichen Jugendverband der DDR. Waren Sie das ganz gern? Also das hatte auch zwei Seiten. Ich habe erstmal schon bestimmte Formen der Anpassung genutzt, um einen bestimmten Bildungsweg zu gehen, weil ich zum Beispiel aus der Bekanntschaft mit Pfarrersfamilien wusste, dass viele Kinder von Pfarrern darin endeten, dass sie wieder Theologie studieren mussten zum Schluss. Um überhaupt was zu studieren. Um überhaupt was zu studieren, was ich nie wollte. Ich war gern in der FDJ, muss ich sagen, aus einer Unterbetätigung in der FDJ, dass man nämlich in Seminargruppen unter jungen Leuten im Institut auch Dinge unternommen hat, die mit dem System und seiner Ideologie eigentlich wenig zu tun hatten. Das will ich zugeben. Aber ansonsten war es auch 70% Opportunismus natürlich. Warum haben Sie jetzt gesagt, das will ich zugeben? Was ist denn daran so schwer, das einzuräumen? Es ist nicht schwer einzuräumen. Ich will nur sagen, und zugeben sage ich vielleicht schon als Reaktion auf westdeutsche Zuhörer, dass dort die Leute sich nicht vorstellen konnten, dass in all dem auch Leben stattfand, richtiges Leben. Finden Sie das nicht empörend, dass die Westler Sie in eine Situation bringen, viele Westler, in der sie beinahe reflexhaft sagen, zugeben, und erst wenn ich nachfrage, erklären Sie das? Empört Sie das nicht über die Westler? Ja, Empörung macht mich manchmal ein bisschen traurig, wie wenig sie sich Mühe geben, bestimmte Feinheiten nachzuvollziehen. Ihre Mutter, Frau Merkel, so heißt es, habe ihre Kinder durchaus ehrgeizig gewünscht. Waren Sie auch bei der FDJ ehrgeizig? Haben Sie Auszeichnungen bekommen? Meine Mutter hat ihre Kinder nicht ehrgeizig gewünscht, sondern meine Mutter ist qua Heirat in die DDR transferiert worden und hatte Angst, dass dadurch ihren Kindern Nachteile entstehen, gemessen an einem möglichen Aufwachsen in Hamburg. Deswegen hat sie gesagt, ihr müsst immer die Ersten sein. Und deshalb hat sie gesagt, ihr müsst euch Mühe geben, sonst kommt ihr hier nicht durch und ihr müsst immer die Besten sein. Oh. Und ich war in der FDJ nicht ehrgeizig, ich war aber in der Schule ehrgeizig und ich habe zum Beispiel mal eine Herder-Medaille bei einer Russisch-Olympiade bekommen. Das schon, wobei ich Ehrgeiz auch für nichts Schlechtes halte. Sie haben einmal gesagt, bei vielen Menschen in der DDR habe sich die ganze Nichtanpassung ans Regime darin erschöpft, nicht in einer Partei zu sein. Ich sehe darin keinen Vorwurf, ich halte Anpassung für ein Menschenrecht der Schwachen. Also ohne einen Makel, einen Vorwurf im Sinn zu haben, frage ich, trifft Ihre Kennzeichnung der Mehrheit mit der minimalen Nichtanpassung und der maximalen Anpassung ans Herrschende nicht ganz und gar auch auf die DDR-Bürgerin Angela Merkel zu? Also ich halte Anpassung für eine ziemlich lebensnotwendige Sache und für keinen Makel. Und, darin sind wir uns einig, wie Sie gehört haben. Ja, ja. Ich will es nur noch mal wiederholen. Ja. Und ich wollte nur sagen, dass die Mitgliedschaft in einer Blockpartei nicht unbedingt bedeutete, dass dieser sich mehr angepasst hat als jemand, der nicht in einer Blockpartei tätig war. Manch einer hat eben auch seine gesamte innere Kraft einfach dazu gebraucht, sich als Nicht-Parteimitglied trotzdem anzupassen. Also so einfach kann man die Unterscheidung nicht machen. Und Anpassung ist auch selbstverständlich Teil meines Lebens gewesen und ist es heute auch noch.
Auf eine andere Weise. Auf eine andere Weise, aber auch natürlich Anpassung an bestimmte Verhältnisse. Wir sind uns einig oder wir sind uns nicht einig, Sie müssen es sagen, dass zu der sogenannten, und ich sage jetzt wirklich abschätzig, sogenannten Vergangenheitsbewältigung, wie sie derzeit mehrheitlich in Deutschland betrieben wird, im Westen betrieben wird, im Westen Deutschlands betrieben wird, dass dazu auch so die Vorstellung gehört, Anpassung, Mitläufertum habe es nur in der DDR gegeben. Sind wir uns einig, dass es natürlich eine andere Form von Anpassung und Mitläufertum auch im System der pluralistischen Demokratie gibt? Wir sind uns einig, dass es Anpassung auch dort gibt, aber für mich gibt es große Unterschiede in den verschiedenen qualitativen Formen von Anpassung. Es gibt nämlich Anpassung, über die haben wir jetzt gesprochen, das ist ein defensives Verhalten. Und dann gibt es aber aktives Unterstützen aus Überreaktionen auf Anpassen müssen. Und ich meine, die Vergangenheitsbewältigung, die halte ich aus einem Grunde für ganz wichtig. Sie haben es jetzt so ein bisschen negativ gesagt. Die Art, wie sie betrieben wird. Ich halte sie auch für wichtig. Aber die Art, wie sie jetzt betrieben wird. Ich halte sie deshalb für wichtig, um zu verhindern, dass es in den Biografien von Leben absolute Brüche gibt. Dass also das Leben im Jahre 91 nichts mehr mit dem zu tun haben soll, wie ein Mensch im Jahre 88 gelebt hat. Und ich erlebe zurzeit, dass es Schnitte gibt, die irgendwann wieder aufbrechen werden in den Biografien. Wir konnten Geld ziemlich leicht austauschen. Firmennamen auch noch. Aber das Leben muss irgendwie eine Kontinuität behalten. Und dazu gehört, dass ich mich erinnern kann und erinnern darf und erinnern will. Und deshalb finde ich Vergangenheitsbewältigung wichtig. Ich stimme Ihnen ganz zu. Weil mein Einwand ging gegen die Art, gegen die vorherrschende Art der Vergangenheitsbewältigung, nämlich gegen diese Dämonisierung der ehemaligen DDR, gegen das so tun, als ob es Mitläufertum eigentlich gar nicht gegeben habe, gegen eigentlich sogar so tun wie Pfarrers Kind, wie Sie, kann nicht studieren. Das sind in bestimmten, ganz grobschlächtigen Teilen der Vergangenheitsbewältigung, Sie wissen das so gut wie ich, vorherrschende Thesen im Westen der Bundesrepublik. Im Osten kann man es nicht gut sagen, weil die Leute es besser wissen. Manche verdrängen es freilich, was sie besser wissen. Ja, man kann es leider inzwischen auch im Osten prima sagen. Also es gibt einen großen Hang zur Schablonisierung. Richtig. Und es gibt einen großen Hang, und das meine ich auch, mit dem Verdrängen, dass wir ein paar Schuldige suchen, an denen wir unsere gesamte Aggression auslassen und dass die meisten sich rausziehen aus dem Prozess. Und ich glaube schon, dass das System auch dadurch so gut funktioniert hat, dass fast jeder auf seine Art und Weise eingebunden war. Und für mich ist es auch keine Schande, darüber zu sprechen. Ist es nicht ein bisschen doch so, dass die CDU zum Beispiel, Ihre Partei, eher dazu neigt, es ein bisschen grobschlächtiger zu machen, weil das auch sie kleidsam abhebt von dem, was links vorgeht? Ist nicht an dieser Vergangenheitsbewältigung auch eine Krux, dass sie immer auch parteiliche Interessen mit befriedigt? Also ich glaube, dass das, was wir jetzt nennen, was mal weiter Vergangenheitsbewältigung der CDU anbelangt, dass da doch an vielen Stellen Ehrlichkeit versucht wird, dass es aber aus meiner Sicht oft so schwer gelingt, weil viele sofort in eine Konfrontationshaltung gehen und die mir nicht so vollkommen verständlich ist, weil oft ein Angriff vermutet wird, wo keiner ist. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre westlichen Parteifreunde und Freundinnen mehrheitlich, in der Regel, Ausnahmen gibt es immer, sich seit der Vereinigung wirklich für die Lebensumstände, wie sie hier gewesen sind, interessieren? Oder haben Sie nicht eher den Eindruck, Sie suchen eine Bestätigung Ihrer vorgefassten Meinungen? Also ich habe den Eindruck, dass das gilt für die CDU-Mitglieder und das gilt aber für viele Westdeutsche, dass es einen Mangel an Neugierde gibt. Man hat ein System gekannt und das ist weg. Und man interessiert sich aber eigentlich nicht für das wahrhaftige Leben in diesem System. Und das war ja auch schön. Ich sage immer, wir haben schöne Spaziergänge gemacht, wir haben Familienfeste gefeiert, wir sind in Urlaub gefahren, wir hatten gute Freunde.
Und das war richtiges Leben. Und dieses Leben hat sich in diesen Teilen ja nicht unterschieden von dem Leben im Westen. Und diese Neugierde vermisse ich auf diese Art unserer Existenz. Und wenn die da wäre, würden wir vielleicht manches besser verstehen. Von Ihnen, Frau Ministerin, ist gesagt worden, Sie seien zur Bürgerbewegung der DDR nicht gekommen, als die Wende vor der Tür stand, sondern erst, als sie schon in der Tür war. Im Dezember 1989 haben Sie sich, wie bereits erwähnt, dem demokratischen Aufbruch angeschlossen. Machen Sie sich heute dieses späte Engagement zum Vorwurf, geniert es Sie ein bisschen, gerade weil Sie in der Propaganda Ihrer Partei so gern als Beispiel für die couragierte Erneuerung ausgegeben werden? Also wir müssen immer mal überlegen, was wir jetzt als die Bürgerbewegung definieren. Ich bin keine Bürgerrechtlerin gewesen, wie andere, die sehr früh und sehr deutlich ihren Widerspruch zum System artikuliert haben. Ich habe ihn aber an den Stellen, wo ich war, immer deutlich artikuliert. Ich bin spät zum demokratischen Aufbruch gekommen, weil ich lange gesucht habe, wo ich mich engagieren soll. Und irgendwo ein tiefes Misstrauen zu basisdemokratischen Gruppierungen habe. Warum? Und mich dort nicht wohlgefühlt habe. Weil ich glaube, dass man in der politischen Arbeit auch zu Machbaren, also zum Machbaren kommen muss und nicht zu lange sich im eigenen Diskutieren verlieben sollte. Liegt darin die Gefahr, in dieser Einsicht? Also vielleicht habe ich da ein autoritäres Verhalten in mir. Ja, das könnte ja sein, aber Ja, das müsste nicht. Ich sag nur, es war nicht, ich habe das mich dort müsste nicht aus zu dem Hause Osten gefühlt. kommen. Ich kenne einen Haufen Leute im Westen, die den Osten nie kennengelernt haben und die hochautoritär sind. Also lassen wir jedenfalls. Nee, das hat mit Osten gar nichts zu tun. Wunderbar. Das hängt mit meiner Haltung zusammen. Sie halten möglicherweise ein autoritäres Bedürfnis. Ein Bedürfnis, autoritär zu nach sein. einer gewissen Strukturiertheit Ja. der Arbeit, die aber immer Ja. was auch mit Autorität dann zu tun hat. Besteht darin die Gefahr, liegt darin die Gefahr, dass man steril wird, weil man die Strukturen schließlich wichtiger nimmt als die Fantasie, die Inhalte erzeugt? Ja, die Gefahr besteht sicherlich und der muss man sich auch erwehren und man darf natürlich nicht oder ich möchte nicht zu denen gehören, die jeder Diskussion ausweichen. Nur ich glaube, die Bürger erwarten von den Politikern so eine Art Dienstleistung und die Dienstleistung besteht darin, dass man bestimmte Probleme löst. Und jede Problemlösung birgt in sich den Fehler und mit dem muss man dann auch leben können. Sind Sie bereit? Nein, Sie sind ganz sicher bereit. Den Fehler machen Sie nicht, zu sagen, Sie sind nicht bereit. Sie sind bereit, zuzustimmen, behaupte ich, dass man diese Basisdemokratiebewegten braucht, damit die Politik nicht austrocknet, nicht steril wird. Oder wollen Sie das bestreiten? Ja, sie sind eine gute Ergänzung, aber... Man muss sie auf ihren Platz halten. Nein, es geht nicht um auf ihren Platz halten. Wir haben Demokratie und wir haben Wahlen. Und ich sage ja nur, dass ich den Eindruck habe, dass die Mehrzahl der Bürger ab und zu auch machbar, also Taten oder bestimmte Entschlüsse Nicht erwartet. ab und zu, dauernd. Ja. Die Frage ist nur, die Weisheit ist ja nicht immer bei der Mehrheit. Es könnte ja sein, dass die Bürger mit diesem völlig begreiflichen Verlangen, dass sie dauernd konkrete, pragmatische Beschlüsse, möglichst welche, die sie bevorteilen und andere benachteiligen, haben wollen, sich auch ein bisschen irren, weil es vielleicht mal sein könnte, dass man sagen kann, ohne diese Basisbewegungen, ohne die autonomen Gruppen, wäre beispielsweise das Umweltbewusstsein nicht so weit, wie es in der Bundesrepublik immerhin ist. Wonach ich bei diesem Interview zur Person Angela Merkel forsche, ist, wie weit sind Sie ganz ehrlich, soweit man das erkennen kann, nicht nur, weil ich jetzt nachfrage, bereit zu sagen, doch, das muss sein, so sehr wie meine politische Haltung sein muss, meine Angelika Merkels politische Haltung. Oder wie weit ist es im Grunde doch so, wie Sie eben spontan eingeräumt haben, meine Angelika Merkels Art lässt mich das eigentlich als unbehaglich empfinden? Als unbehaglich empfinde ich das nicht, sondern ich fühle mich nur nicht dazugehörig. Das Das ist ist ja der ganz in Unterschied. Ordnung, nur sehen Sie den Wert ein.
Ja, ich sehe den Wert ein und vor allen Dingen sehe ich den Wert dann ein, wenn, Sie haben jetzt das Umweltproblem angesprochen, sich neue politische Probleme artikulieren müssen. Dann muss das ja aus einer, und die von den gegebenen Strukturen nicht beachtet werden. Aber es zeigt sich auch, wenn man mal das Umweltbewusstsein und seine Strukturierung nimmt, dass die Grünen, von denen es ja kommt, inzwischen natürlich auch an Strukturiertheit sehr wohl zugenommen haben. Wenn es also um das Machbare geht, ist die Strukturierung offensichtlich notwendig. Und ich habe so lange von nicht machbaren Versprechungen gelebt in der ehemaligen DDR, dass es mich wirklich nach dem Machbaren sehnt innerlich. Das ist sehr verständlich. Kann es sein, eine Frage, die ich sozusagen in 5 Jahren oder in 10 nochmals stellen müsste, kann es sein, dass nach dem sehr begründeten und berechtigten Bedürfnis nach dem Machbaren der 37-jährigen, der jetzt 37-jährigen Angela Merkel, was zuwächst, was der 50-jährigen wieder ein bisschen mehr, nicht unbedingt zwingend von Anfang an strukturiertes, fantasievolles in der Politik als nützlich erscheinen lässt? Als nützlicher als jetzt? Selbstverständlich. Ich sag mal, in meiner Arbeit als Jugendministerin werde ich oft gefragt, ob ich denn überhaupt Visionen hätte. Habe ich nicht gefragt, Frau Ministerin. Sage ich jetzt mal, ich finde aber, dass das mit der Fantasie was zu tun hat, die Vision. Und ich habe deshalb lange nachgedacht und es könnte schon sein, wenn ich ein bisschen was gemacht habe, dass ich dann auch wieder dazu komme, mehr Fantasie in das noch nicht ganz Machbare zu entwickeln. Haben Sie Verständnis für Menschen, vielleicht sogar Respekt vor ihnen, die 1945 nach dem Ende dieses verheerenden Krieges meinten, es musste grundlegend anders werden in Deutschland und die aus solcher Überzeugung in die SED eingetreten sind? Verständnis und vielleicht sogar Respekt. Die meisten sind ja nicht sofort in die SED eingetreten, sondern die waren entweder in der KPD oder sind in die SPD eingetreten. Frau Ministerin, und ein bisschen älter, dann war die Vereinigung vollzogen und ich möchte nicht, dass wir uns damit aufhalten. Ich will wirklich fragen, SED. Nee, ich wollte ja bloß mal von meinem Großvater erzählen, der zum Beispiel als SPD-Mitglied aus genau dem von Ihnen genannten Bewusstsein in die SED eingetreten ist und dann Ende der 50er Jahre am Herzinfarkt aus lauter Verbitterung über dieses ganze Werden gegangen ist. Ich habe also schon aus meiner familiären Erfahrung Verständnis dafür, dass darauf aber sollte jetzt es die hinauslaufen. etwas weniger Alten, die gleich in die SED mussten, weil die Vereinigung, die Zwangsvereinigung vollzogen war. Auch dafür Verständnis und vielleicht sogar Respekt? Ich glaube, dass in dieser Nachkriegsperiode das durchaus eine respektvolle Haltung gewesen sein kann. In diesem Zusammenhang ein konkretes Beispiel. Die Schriftstellerin Christa Wolf ist nach der Wende in Westdeutschland heftig angegriffen worden. Haben Sie eine Meinung zu Christa Wolf? Ich habe eine Meinung zu Christa Wolf, zumal mich ihre Bücher durch die Zeit in der DDR begleitet haben, ich sie gerne gelesen habe. Das Cassandra-Buch zum Beispiel hat mir außerordentlich gut gefallen. Auch Kindheitsmuster war ein wichtiges Buch für mich. Ich glaube aber, dass sie sich einer Illusion über das System hingegeben hat und im Grunde immer an seine Reformierbarkeit geglaubt hat. Und das hat uns unterschieden. Aber dieses System hat ihr doch auch gestattet, tiefgründige Analysen vorzunehmen, die für jedermann von Bedeutung sein können, egal ob in Ost und West. Sie sind ganz sicher, dass Sie keine Illusionen über unser gemeinsames, von mir verteidigtes, gewolltes System, weil ich kein besseres kenne, keine Illusionen haben. Sie glauben, unser System wird, wenn es hart auf hart geht, sich wirklich menschenrechtlich immer verhalten? Ich halte es für ein lernfähiges System. Und das ist schon mal wichtig, weil das frühere, das quasi sozialistische System nicht lernfähig war. Und ich halte es aber auch für ein System, was man pflegen muss und hegen muss und auf das man achten muss und von dem ich nicht annehme, dass es nicht einfach auch mal außer Gefahr geraten könnte. Aber dann wäre Hat es die nicht mehr Lernfähigkeit nachgelassen? dieses Systems. Ich habe manchmal Sorge, dass es selbstverständlich geworden ist und dass es deshalb etwas sorglos behandelt wird. Meinen Sie, dass in absehbarer Zeit, also nicht erst, wenn sich die Frage durch Tod biologisch beantwortet hat, die übrigen Parteien, auch ihre eigene, die CDU,
öffnen sollten für SED-Genossen, denen nichts anderes entgegenzuhalten ist als ihre seinerzeitige Überzeugung. Soll die CDU SED-Genossen aufnehmen? Die CDU tut sich zurzeit mit dieser Frage außerordentlich schwer und ich denke, das ist richtig so, weil erschwerend hinzukommt die Tatsache, dass es eine atheistische Partei war und viele in der CDU, gerade in den neuen Bundesländern, doch aus christlichen Motiven reingegangen sind. Ich glaube, wenn die CDU in vielen Jahren weitergegangen ist, zusammengewachsen ist, dass man Menschen nicht ihr Leben lang einen Vorwurf dafür machen kann, dass sie irgendwann mal in der SED gewesen sind. Also aufnehmen. Mitarbeiten lassen und irgendwann auch mal aufnehmen. Es ist aber kein Thema der heutigen Zeit. Für mich in der CDU. Andere haben da ja heute schon eine andere Meinung dazu. Bei der bevorstehenden Neuregelung des Abtreibungsparagraphen 218 haben Sie, Frau Frauenministerin, weit zurückgesteckt gegenüber Ihrer ursprünglichen Auffassung. Vor allem im Punkt der schriftlichen Begründung des Arztes für eine Abtreibung aufgrund einer psychosozialen Indikation. Davor wird, so denke ich, mancher Arzt zurückschrecken. Hat es Sinn, Frau Merkel, hat es noch Sinn, sind Sie noch so kurz erst in der Politik, dass man Sie fragen kann, ob bei Ihrem Kompromiss innerhalb der CDU auch Rücksicht auf Ihre politische Karriere im Spiel war. Wäre das denn eine Schande, wenn Sie es zugeben würden? Wäre das nicht eher auch eine befreiende Verblüffung für die Öffentlichkeit, die sogar honoriert würde, wenn man an der Ehrlichkeit nicht vorbeikäme? Lassen Sie sich darauf ein, auf die Frage? Na, selbstverständlich, wenn ich mich nicht mehr auf die Fragen einlasse. Naja, ist es nicht schlecht. so glatt, wie Sie das ganz gut können, sondern wirklich auf die Frage. Da muss mir gestattet sein, dass ich bei der Formulierung der schriftlichen Festhaltung schon mal einen Knackepunkt formuliert hatte und dass ich jetzt das Gesetz ist nicht verabschiedet auf die Ausschussberatungen sehr achten werde, was Ärzte dazu sagen und was uns Juristen dazu sagen. Und ich bin schon der Meinung, wenn das Urteil von Ärzten und Juristen lautet, genauso wie Sie es sagen, dass Ärzte davon abgehalten werden wegen Justiziabilität, dass ich dann sagen werde, dass ich dem schwer zustimmen kann. Was heißt schwer zustimmen? Werden Sie zustimmen oder werden Sie nicht zustimmen? Wenn die Aussage lautet, dass es eine Erhöhung der Justiziabilität bedeutet und damit eine Verängstigung von Ärzten und das von Ärzten und Juristen gesagt wird, dann werde ich nicht zustimmen. Aber dieser Kompromiss, wie Sie sagen, ist dann, oder dem ich zugestimmt habe, ist, glaube ich, nicht aus Rücksicht auf meine politische Karriere. Ich fände das keine Schande. Worden. Ja, und ich fände es natürlich und normal. Vorherrschend, üblich. Ja, muss ich drüber nachdenken. Also ich glaube, dass meine politische Karriere das geringste Übel in der Frage ist. Die Frage ist ja immer, was ist Kompromiss in der Politik und wie viel kostet mich der Kompromiss an Wahrhaftigkeit? Und da liegt's. Genau in der Frage, in der Abwägung liegt es. Und nicht, ob ich dann noch 3 Tage länger Frauenministerin wäre, ja oder nein. Ich spreche jetzt nicht mehr vom Paragraphen 218, sondern frage allgemein. Sie haben sich einige Male öffentlich geäußert und heute Abend haben Sie es wieder getan, über die politische Notwendigkeit, fähig zu Kompromissen zu sein. Ich stimme dem zu. Aber haben Sie in Ihren jungen Jahren gelegentlich auch schon eine Ahnung davon, dass irgendwann ein Kompromiss zu weit gehen kann? Ein Problem, mit dem sich heute viele ehemalige SED-Genossen herumschlagen. Ja, sicherlich habe ich eine Ahnung davon. Ich glaube, die konnte man nur in der ehemaligen DDR wirklich täglich gewinnen. Wo ist für Sie die Grenze? Jetzt in der jetzigen Politik oder in der früheren Zeit? Nein, so wie Sie jetzt als Politikerin herausgefordert sind, Kompromisse zu schließen. Die Grenze ist dann erreicht, wenn ich es den Menschen, für die ich ja letztendlich Politik machen soll, nicht mehr geraden Auges erklären kann. Das heißt gar nichts. Sagen Sie. Versuchen Sie es, konkretisieren Sie es. Es muss doch für Sie eine Grenzziehung geben. Jenseits dieser Grenze, Sie den Leuten nicht mehr gerade in die Augen gucken können. Von wann an können Sie den Leuten nicht mehr gerade in die Augen gucken? Ja, jetzt muss man am konkreten Beispiel machen. Sie das Von mal. dann an, wenn ich der Meinung bin, dass
Ja, zum Beispiel, wenn die Anhörungen im Ausschuss des Deutschen Bundestages, kommen wir nochmal zur vorigen Frage zurück, ergeben, dass mir ernsthaft erscheinende Ärzte und mir ernsthaft erscheinende Juristen sagen, genau dieser Satz der schriftlichen Fixierung bedeutet eine Verschärfung in einer Form, die Ärzte dem Gericht ein Stück näher bringen. Dann wäre es mir schwer, nach meiner Intention und nach dem, was ich gesagt habe, den Leuten noch ins Gesicht zu schauen. Und dann Wenn Sie hat dann der Kompromiss, zustimmten. wenn ich dann zustimme, Ja. und dann hat der Kompromiss eine Art erreicht, die ich für eigentlich für nicht mehr vertretbar halte. Wobei die größte Versuchung ja darin besteht, denke ich mir, ich bin aus glücklichen Umständen solchen Versuchungen immer entrückt gewesen. Sie sind es nicht. Die größte Versuchung besteht darin, denke ich mir, auch bei SED-Genossen bestand sie darin, dass man ja für das jeweils Gute, was man sah, meinte, dass man doch noch einen kleinen Schritt weitergehen könnte. Ja. Sind Sie für sich, so gut man das kann, und ich weiß, dass Sie für sich reklamieren, nicht so grobschlächtig strukturiert zu sein, dass Sie sagen, ich weiß das in jedem Falle. Aber haben Sie für sich selber ein sicheres Gefühl, dass Sie die Grenze nicht überschreiten werden, hinter der man sich dann später genieren muss? Oder können Also Sie ich verstehen, glaube, dass es einem passiert? ich kann verstehen, dass es einem passiert, das ist richtig. Und insofern gehöre ich auch nicht zu denen, was jetzt fast implizit unterstellt wird, die Leute verurteilen, zum Beispiel Menschen, die Mitglieder der SED waren, für das, was sie getan haben. Alles, was wir heute diskutieren und unter dem Thema Vergangenheitsbewältigung, geht ja nicht um moralische Verurteilung, sondern es geht darum, wer in neuen Systemen für welche Funktionen noch Verantwortung übernehmen kann. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Fragen. Ich kann das verstehen. Ich hoffe auf der anderen Seite, dass es mir als Politiker gelingt, diese Grenze nicht allzu oft überschreiten zu müssen. Erlauben Sie mir eine letzte Frage. Politik, beruflich ausgeübt, wie Sie es jetzt tun, bedingt weithin unausweichlich eine gewisse Selbstbescheidung in der Meinungsoffenheit, eine gewisse Parteienge aus Bereitschaft, weil man das nun will. Man hat sich dafür entschieden. Das ist alles ganz ehrenwert. Und diese Einengung ist unter den Systemen nach Inhalt und Form, aber nicht der grundsätzlichen Art nach, verschieden. Stört Sie diese Konsequenz Ihrer Parteinahme gelegentlich? Bis jetzt hat sie mich noch nicht so fürchterlich gestört. Aber es kann schon sein, dass man es oder dass ich es ab und zu auch als eine Einengung empfinden werde. Nur und insbesondere als eine Einengung deshalb, weil ich ja zu denen aus der ehemaligen DDR gehöre, die sich so gefreut haben, endlich mal frei und unverbindlich ihre Meinung sagen zu können und nun eigentlich sofort in Strukturen kommen, die das schwer zulassen. Und diese Urfreude an der eigenen Meinungsäußerung, die wird natürlich schon beschränkt, indem, wie ich jetzt zum Beispiel, schnell viele Ämter auf mich zukommen. Und ich hoffe, dass ich es mir aber an einigen Ecken und Enden immer noch bewahren kann, weil das, glaube ich, auch letztendlich die Leute eher zufriedenstellt, als wenn man nun immer völlig auf die Struktur fixiert ist.